sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Bitte nehmt Platz. Liebe Gemeinde, woran denken Sie, wenn Sie an Brot denken? Jesus. Das Kinder-Sonntagsschulantwort. Also es ist nicht das Erste, woran ich denke, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht denken wir ans Vaterunser. Unser tägliches Brot gib uns heute. Aber ich denke, wenn wir an Brot denken, dann denken wir tatsächlich erst einmal an das Nahrungsmittel. Selbst hier in Kanada ist die Auswahl des rechten Brotes mittlerweile fast eine kleine Wissenschaft. Welches Brot kauft man wo am besten? Und was man dann kaufen möchte, das steht einem dann offen. Also Weißbrot, Roggenbrot, French Bread, Dreikorn- oder Mehrkornbrot, Zwiebelbrot, Schwarzbrot. Sie können die Liste beliebig verlängern. Für mich steht Brot nach wie vor als ein Zeichen dafür, was wir zum Leben brauchen. Früher hat man gesagt, der kommt in den Knast zu Wasser und Brot. Und Wasser und Brot standen dafür, dass sie gerade so viel kriegten, dass sie überleben konnten. Im Zusammenhang mit meiner Familiengeschichte habe ich viel darüber gelernt, wie viel ein Stück Brot für eine Familie bedeuten konnte. Wie das kleine Stück Brot tatsächlich entschied über Leben und Sterben. Und Brot verbindet sich für mich auch mit Erinnerungen, persönlichen Erinnerungen. Als Kind aß ich einen bestimmten Nussstuten aus einer bestimmten Bäckerei am liebsten. Später gab es Rosinenstuten, sonntags mit Schinken. Bei meinen Eltern, solange jedenfalls mein Großvater und seine Schwester noch lebten, gab es immer Graubrot. Und wenn immer ich Graubrot esse, dann ist es auch mit Erinnerungen an diese beiden Menschen verbunden. Oder das Brot, was in unserer Familie liebevoll Segelbrot genannt wird. Segelbrot ist vielleicht sowas wie das Wonderbread, das wir von hier kennen. Man kann es auf extrem kleinen Raum zusammenpressen und wenn man es eine Weile liegen lässt, hat es wieder Normalgröße. Segelbrot deshalb, weil man, wenn man es zusammengepresst hatte, unglaubliche Mengen davon in ein Segelboot bekam. Und wenn mein Schwager mit seinen Freunden segeln ging, dann kauften sie unglaubliche Mengen davon und verstauten es in ihrem Boot. Und dann ist da das erste selbstgebackene Brot. Dieser besondere Duft von Brot, der durch die Wohnung zieht, wenn es im Ofen backt. Brot kann auch Lebensgeschichten erzählen. Und so ist Brot nicht nur ein Grundnahrungsmittel, sondern verbindet uns mit unserem Leben, verbindet uns mit Menschen und hat damit eine viel größere Bedeutung in Sachen Nährstoffe, als wir auf der
nachlesen können. Heute geht es auch um Brot. Für den Sonntag Letare ist ein Abschnitt aus dem Johannesevangelium vorgesehen, ein kurzer Abschnitt aus der sogenannten Brotrede in Johannes 6. Dort heißt es, Jesus spricht: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, der hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. Dies ist das Brot, das vom Himmel kommt, damit wer davon isst, nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und dieses Brot ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Soweit die Worte von Jesus selbst. Vorausgegangen sind diesen Worten die Geschichte von der wunderbaren Speisung. Mehr als 5000 waren satt geworden an 5 Broten und 2 Fischen, wie uns die Geschichte erzählt. Und nach diesem Wunder war für die Menschen klar, so einen Messias brauchen wir. Einer, der aus so wenig so viel machen kann. Einer, der das Brot scheinbar unendlich vermehren kann. Aber Jesus winkt ab. Er nimmt den Faden vom Brot des Lebens noch einmal auf und erinnert daran, wie das Brot, das dem Volk Israel in der Wüste gegeben wurde, Tag für Tag, sie zwar genährt hat, aber eben doch keine Langzeitwirkung hatte. Und doch ist mehr in der Geschichte vom Brot. Das Mannabrot, das Israel in der Wüste Tag für Tag erhielt, war auch ein Zeichen Gottes. Das Zeichen, das sagte, ich lasse euch nicht allein. Und vielleicht können wir uns daran erinnern, wenn wir am Morgen oder am Abend unser Brot essen, dass wir Brot auf dem Tisch haben können, dass wir Nahrungsmittel haben, und ich behaupte alle mehr als genug, ist auch ein Zeichen Gottes, der uns sagt, ich lasse euch nicht allein. Aber Brot kann mehr sein als nur das Nahrungsmittel, es kann zum Zeichen werden. Ich erinnere mich, dass der Sohn einer Freundin für ein Jahr in Mexiko lebte. In den Paketen, die seine Eltern ihm schickten, war Brot, Pumpernickel. Herzhaftes, schwarzes, dünnes Brot. Für ihn ein Zeichen. Ein Zeichen, dass seine Eltern an ihn dachten. Ein Zeichen dafür, dass ihm klar war, dass mit Brot auch ein Stück Heimat verbunden ist. Und wenn ich höre, wie viel wir Deutsche, da schließe ich mich nicht aus, investieren nur, um das richtige Brot für uns zu kaufen und zu finden, dann ist doch darin eine große Wahrheit verborgen. Brot als ein
Das will auch Jesus sein. Das Brot, das wir nachher am Altar teilen, ist es ja auch ein Zeichen. Ein Zeichen, das Gott uns gibt. Und das Besondere daran ist, dass wir dieses Brot nicht alleine essen, sondern mit anderen teilen. Fast so, als wenn man zueinander sagt, komm, setz dich, du hast doch bestimmt Hunger, du kannst mit uns essen. Wie kann man aber nun von einem Menschen sagen, er sei Brot, so wie Jesus es von sich selbst tut? Vielleicht fangen wir da an, was uns vertraut ist. Die Menschen, die uns lieb sind. Können wir uns darüber einig sein, dass wir sie nötig haben? Genauso wie das Brot? Dass wir uns einsam fühlen, wenn sie nicht da sind, dass uns etwas fehlt? Dass man danach hungern kann, einen anderen Menschen wiederzusehen? Dass die Liebe, Fürsorge und Freundschaft, die wir mit Menschen um uns herum teilen, auch tägliches Brot sind? Das uns auf eine ganz andere Art und Weise nährt, als das Brot, das wir zu uns nehmen, wenn wir essen. Ich glaube, für mich ist der Schlüssel zum Brotwerden ein Buch gewesen, das ich schon einmal zitiert habe. In seinem Buch Life of the Beloved von Henry Nouwen betrachtet er das menschliche Leben unter der Lupe des Abendmahls, unter den Zeichen des Brotes, das genommen wird, gesegnet wird, gebrochen wird und geteilt wird. Das hört sich vielleicht zunächst etwas fremdartig an. Aber worum es eigentlich geht, ist das Folgende. Es spricht davon, dass wir zuallererst auserwählt sind, Gottes geliebte Kinder zu sein. Dass er uns in seine Gegenwart gerufen hat, dass er wahrhaft danach hungert, dass wir mit ihm in Kontakt sind. Er nimmt uns, einen jeden von uns, als eine besondere Person wahr. Einmalig und einmalig in der Beziehung zu ihm. Und darin sind wir gesegnet, indem Gott uns immer wieder neu bestätigt, dass wir seine geliebten Kinder sind. Henry Nouwen spielt mit dem lateinischen Begriff für segnen, benedicere, etwas Gutes sagen. Und gesegnet sein heißt, Gott sagt etwas Gutes über dich und zu dir. Er spricht nicht hinter deinem Rücken, sondern er spricht mit dir. Und er spricht zu uns, indem er sagt, du bist mein geliebtes Kind, an dir habe ich Wohlgefallen. Was für wunderbare Worte, wenn wir sie uns wirklich vor Augen führen. Einer, der zu uns sagt, an dir habe ich Wohlgefallen.
gut, dass es dich gibt. Mein Leben wäre so viel ärmer ohne dich. Darum geht es Gott auch, uns zu sagen, es ist gut, dass es dich gibt. Ich habe gewollt, dass es dich gibt. Und zuallererst liebe ich dich so, wie du bist. Aber als solche Kinder Gottes leben wir eben in einer Welt, die gebrochen ist. Wir alle kennen sie, Brüche in unserem Leben, Abbruchkanten, Verluste, Krankheiten, Gewalt, Verletzungen, Trauer. Das Leid hat viele Gesichter. Und zum Leben in dieser Welt gehört es, leider Gottes oder Gott sei Dank, dazu. Gott sei Dank, mögen Sie fragen? Ja, ich denke, Gott sei Dank. Aber das mit Vorsicht. Ich würde niemandem sagen, es ist gut, dass du leidest. Aber für mein persönliches Leben, wenn ich zurückblicke, kann ich sagen, dass manches Leid auch manchen Segen gebracht hat. Gott sei Dank. Dass Heilung geschehen ist. Dass Heil geschehen kann. Und heil werden, das heißt nicht immer gesunden an Körper oder Geist. Heil werden, das heißt für mich, Frieden finden mit Gott, meine Brüche annehmen können, mit ihnen weiterleben. Das heißt auch, dass ich mit diesen Brüchen, wenn ich sie überkommen habe, andere trösten kann. Dass ich anderen sagen kann, ich weiß, wie sich das anfühlt. Sicher hat es sich für mich anders angefühlt, aber was ich dir sagen kann ist, es gibt eine Zukunft. Man kann dahin durchgehen. Durch die Täler hindurchgehen. Mit Gott an der Seite. Und das ist das, was Henry Nouwen abschließend in seinem Buch bespricht. Das Teilen. Unsere Lebenserfahrungen, Lebenseinsichten, unseren Glauben mit anderen zu teilen. Austeilen, mitteilen, uns selber teilen, indem wir da sind. Und da, wo wir teilen, kann unser Leben Erfüllung erfahren. Und so können wir auch auf Jesus schauen. Einer, der von Gott in besonderer Weise gerufen war, der von Gott gesegnet war als sein einzigartiger Sohn, der Brüche erlebt hat und gebrochen sein. Enttäuschung und Verluste, davon erzählt auch das Johannesevangelium, dass Jünger sich von ihm abgewandt haben. Dass Jünger weggegangen sind,
dass seine Jünger ihn irgendwie immer nicht wirklich verstanden haben. Dass er abgelehnt wurde. Und am Ende, dass er gestorben ist, dass er ermordet wurde. Auch das gehört zu den Brüchen im Leben Jesu. Und doch ist er gegangen im Vertrauen und in der Gegenwart Gottes in seinem Leben. Zuversichtlich. Sich klar darüber, dass Gott ihn nicht verlässt. Als solcher gegeben für uns alle. So, dass wir uns nun sicher sein können, dass nichts uns trennt von der Liebe Gottes. Keine Schuld, kein Versagen, weder Hohes noch Tiefes, weder Engel noch Mächte noch Gewalten. Nichts kann nun zwischen die Liebe Gottes und uns sich dazwischen drängen. Auch das erinnern wir im Mahl, das wir miteinander feiern. Jesus, der sich uns austeilt, der sich für uns hingegeben hat, der uns einlädt, für andere Brot des Lebens zu werden. Und doch